Ja, hier war ich jetzt letztes Jahr, vor 2 Jahren, auf meinem alten Ostseeritt, kurz vor dem Ziel. Das war mein letzter Tag. Und Auri und ich sind jetzt hier wieder angelangt und ja, starten jetzt weiter Richtung Adria. Alles nass und abgesoffen, aber es soll bald besseres Wetter geben. Da ist die Auri und ist am Fressen und es hat aufgehört zu regnen. So ein paar ganz winzige Tröpfchen kommen noch runter, aber das hält sich in Grenzen. Und jetzt können wir endlich ein bisschen Pause machen. Ich habe die ganze Zeit auf dem Sattel gesessen, damit das Gepäck schön trocken bleibt mit meinem Regenrock. Und wir sind jetzt 2 Stunden unterwegs, haben etwas über 10 Kilometer gemacht. Ja, und dann haben wir jetzt noch, ich weiß es gar nicht, 17 vor uns so ungefähr, glaube ich. Ja, hier war ich jetzt letztes Jahr, vor 2 Jahren, auf meinem alten Ostseeritt, kurz vor dem Ziel. Das war mein letzter Tag. Und Auri und ich sind jetzt hier wieder angelangt und ja, starten jetzt weiter Richtung Adria. Tja, da sind wir. Na komm, weiter. Richtig viel Wasser im Bächlein. Mal langsam. Da stand Rutschgefahr. Langsam. Gut. Prima. Gut. Siehst du? Hier. Da hat Auri heute Nacht geschlafen und ich durfte im Reiterstübel schlafen. Und jetzt sind wir unterwegs. 7 Uhr. Es geht erstmal durch Schliersee und dann am Schliersee entlang. Ja, und dann heute auch wieder nicht viele Kilometer, aber nicht ganz so viele Höhenmeter. Tschüss, Pferdel. Am Seeufer. Also aus dem Tegernsee trinken geht, aber rein auf keinen Fall. Die ist manchmal komisch, die Auri. Komm. Guck mal hier. Hier hätten wir vielleicht auch bleiben können. Wanderreitstation. Ja, da kommt unsere erste Furt. Mal sehen, was Auri sagt. Na, ey. Weiter geht's jetzt. Komm. Komm. Weiter. So, gut.
Das ist so witzig. In den Schliersee hätte ich sie nicht gekriegt, weil das ist ja völlig unsinnig, in diesen blöden See zu gehen. Aber durch die Furt, ja, da fragt sie zwar einmal, muss ich da wirklich durch? Aber dann geht sie da anstandslos durch. Weil der Weg geht ja da weiter. Sehr hübsch. Ihr seht Auri hier ohne Gepäck, weil wir haben Glück gehabt. Da, wo wir letzte Nacht waren, die Franzi, die arbeitet hier in diesem Reitstall und hat gesagt, sie bringt uns das Gepäck hierher. Das heißt, die ersten 17 Kilometer konnte ich ohne Gepäck reiten. Und wir sind hier die ganze Zeit in diesem Flusstal. Das heißt, es war relativ flach und deshalb sind wir gut vorangekommen. Wir sind also jetzt, ich glaube, fast 17 Kilometer geritten und sind 3 Stunden unterwegs. Ja, jetzt darf Auri erstmal ausgiebig hier fressen. Wir warten noch auf die Franzi. Ich glaube, die ist noch nicht da, weil wir so schnell waren. Das war gar nicht so geplant. Und heute haben wir aber auch noch 20 Kilometer jetzt vor uns. Aber da es erst 10 Uhr ist, bin ich guter Dinge. Und die Höhenmeter kommen erst am Ende, aber insgesamt sind es auch heute nicht ganz so viel. Ich glaube, auch um die 500 wieder. Das ist also zu schaffen und, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Morgen wird es schwieriger, weil es da, glaube ich, mehr bergab geht und das mag Auri nicht so. Also es wird schon so ein bisschen warm, aber noch wollen die Gipfel nicht aus den Wolken auftauchen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die Sonne bald scheint. Auri schmaust. Immer wenn ich die Kamera anschmeiße. Und wir sind hier relativ flach unterwegs an so einem kleinen Bächlein. Sehr angenehm. Brücke mit Metallplatten. Aber die Duplos sind dafür echt klasse. Idyllisch hier. Schön in der Mitte auf den Träger gehen. Hier, Auri. Auri, die sucht sich jetzt, die ist satt im Prinzip. Und jetzt geht sie hier so ein bisschen in die Büsche und sucht sich so Sachen, die sie lecker findet. Wolltest du denn nicht mal ein bisschen stehen bleiben und ausruhen, Auri? Genau. Hier ist eine schöne Bank unterm Dach. Alles sehr gemütlich. Wir kommen nach Österreich. Völlig unspektakulär. Oh, auch keine Luft mehr. So 10 Kilometer haben wir noch vor uns. Wetter ist bestens jetzt. Und ja, wir sind guter Dinge. Auri meint, glaube ich, wir können jetzt schon mal irgendwo fertig sein. Aber ich denke, die letzten Kilometer kriegen wir auch noch hin. Ach, ich musste ein bisschen vom Rauschen im Bach weg, weil es so laut war. Aber wir haben hier wirklich so eine schöne Strecke. Und ich komme so richtig runter und komme so richtig an im Wanderritt. Das ist so schön.
ja, ich bin gespannt, wie es wird für morgen die Unterkunft. Da habe ich angerufen, das ist ein Pferdestall. Der Chef ist irgendwie nicht zu erreichen. Keine Ahnung, ob ich da unterkomme. Sonst muss ich noch weiter fragen, wenn es da nicht geht. Das Auri trinkt und schickt sie dahin und sie läuft da durch. Aber es kühlt schon die Beine, ne? Gut. Wolltest du gar nicht trinken. Du bist meine Brave, so ein feines Schätzchen. Also manchmal bin ich richtig doof. Seht ihr das da? Hier geht zwar dieser Weg hoch, aber da gibt es einen zweispurigen Abzweig. Und ich habe mir eigentlich gute Wege ausgesucht. Und bin jetzt hier, man sieht es nicht, extrem steil so einen halben Bachlauf hoch. Und Auri hat sich da hochgekämpft. Und wir hätten da gar nicht hin müssen. Oh. Also öfter mal aufs Navi gucken. Ja, Auri, armes Pferd, habe ich dich da hochkämpfen lassen. So. Oh. Kleine Pause an dieser Hütte. Auri hat mich am Schweif den Berg hochgezogen. Und noch sind wir nicht oben ganz. Puh, aber es war schon mal schweißtreibend. Heute bin ich auch mal ein bisschen mehr bergan, weil ich muss ja auch trainieren. Denn wenn es zu steil ist, dann führe ich Auri. Ja, aber Auri, die nimmt das gelassen. Und da ist das nicht niedlich, so mitten im Wald, so ein kleines Häuslein. Herzallerliebst. Dann konnten wir auf einem Island-Pferdehof übernachten. Da bekam Auri eine Box und ich durfte im Reiterstübel schlafen. Und ist das nicht eine irre Reithalle mit Ausblick? Geschwindigkeitsprofil könnt ihr sehr schön sehen, wo ich Pausen gemacht habe und wo ich auch etwas schneller geritten bin. Leider ist das hübsche Tal da hinten noch im Nebel versunken. Aber die Aussicht ist hier echt schön. Über so ein paar Hochalmen und ja, dahinter eigentlich die Berge, aber alles noch so ein bisschen diesig. Puh. Oh. Und ich bin am Schwitzen. Wir sind jetzt nur bergan. Die erste, ja, 1,25 Stunde ungefähr. Und ich habe mal auf die App geguckt. Wir sind über 4 Stundenkilometer hochgestapft, weil Auri ja immer so flott ist. Ich habe sie ein kleines Stück geritten, aber das meiste habe ich geführt. Wir sind auf der ersten Alm, die auch von Kühen bewohnt wird sozusagen. Und hier ist wirklich das Gras schon ordentlich abgefressen. Mal sehen, wo wir hier ein Pausenplätzchen finden. Unsere ersten Almkühe, die hoffentlich zu faul sind, um hinter uns herzulaufen. Auri, komm mal hier auf die Seite. Unsere Frühstücksbrast. Auri findet hier doch noch ein bisschen was zu knabbern. Gott sei Dank. Und ich werde mir jetzt, glaube ich, einen Kaffee kochen. Oh.
Die Sonne oder die Wolken heben sich und ich kann das erste Mal die richtig hohen Berge sehen. Und guck mal hier. Auri, wenn du jetzt nicht dabei wärst, dann könnten wir jetzt zur Hundsalm-Eishöhle gehen. Aber die wird sie nicht machen wollen, die Auri, oder können. Also bis jetzt gab es Gott sei Dank bei den Gitterrosten immer einen Plan B, wo auch ein Pferd durchkommt und nicht nur Spaziergänger. Und da unten ist das Inntal, da wollen wir heute noch runter. Das heißt, gleich geht's mächtig bergab. So sehen die Rosten aus hier. Komm, wir gehen hier. No, die Kuh folgt uns ja wohl hoffentlich nicht. Da ist das Gipfelkreuz. Unser höchster Punkt. Jetzt geht es nur noch bergab, wenn die Auri das wüsste. Und hier gibt es gleich eine mega Aussicht ins Inntal, was aber leider die Kamera nicht wiedergibt, weil das auch alles heute so ein bisschen diesig ist, weil überall so komische Wolken hochziehen. Aussicht. Komm, Wanderer. Dann mache ich mal die Kamera auf. Also bergab geht ja nicht auf die Puste. Aber Auri schätzt es tatsächlich überhaupt nicht. Und wir haben jetzt hier so einen steilen Serpentinenweg, der bergab geht. Und machen nach jeder 4. Serpentine eine Pause zum Fressen und Ausruhen. Ne, Auri Maus. Ätzend. Ach, ich muss mal hinknien, damit Auri da drauf kommt. So krass hier die Felsen über uns. Ja, Auri, guck dir das an, ne? Ja, stetig führt der Weg bergab. Als wir dann den Berg runter waren, waren wir so froh, dass ich ganz vergessen habe zu filmen. Und auf dem Endspurt hatten wir tatsächlich noch so ein paar kleine Probleme. Wir mussten über einen Wanderweg, der über eine Wiese führte. Und da hat uns eine Anwohnerin etwas angemeckert, dass wir mit dem Pferd nicht darüber gehen sollen. Ich bin dann irgendwie durch den Ort weiter und habe dann gesehen, dass es da einige gesperrte Wege für Reiter gab. Da musste ich auch noch ein paar kleine Umwege gehen, bis ich dann zu dem Reitstall gekommen bin. Da sind wir aber ganz gut untergekommen. Und alles Weitere erfahrt ihr im nächsten Video.